مدد يا سلطان الأولياء، مدد يا سلطان الأنبياء، مدد يا محمد مصطفى. حركة الصف والخير في جميع. There is only one God and no other God. Ich habe nichts verstanden. There is only one God and no other God. Deutlich. Deutlich. Oh. There is a God, one God. Only one God, not two God. O Allah, gib den Rechthabenden sein Recht. O Allah, give those who have the right, give them their right. Was ist? Das ist ein heiliger Vers im Heiligen Koran. This is a holy verse in the Holy Quran. Gib dem Rechthabenden sein Recht. Das ist eine Aufforderung. Give those who have the right their right. That's an order. Und wenn Mehdi a.s., der Retter der Menschheit, der Erlöser und Isa a.s., Jesus, wiederkommen, dann werden sie mit Gerechtigkeit kommen. Das bedeutet, sie werden alles Recht dem Rechthabenden zurückgeben, Gerechtigkeit walten und niemand wird mehr ungerecht behandelt werden. And when Mehdi alayhi salam, the Savior, will come and Isa alayhi salam will come, they will give those who have got their right, and injustice will be swapped away from this earth, and justice will be served. Näher Mikro. Nee, man hört Nicht? deutlich. Was bedeutet das, dem Rechthabenden sein Recht geben? Die Frage ist, wer ist der Rechthabende? To give the one their right, what does it mean? Who got this right? Deshalb bekriegt man sich ja in dieser Welt. That's why they wage war against each other. Dein Recht, mein Recht. His right, my right. Wem gehört nun das Recht? So, who has the right? Hausbesitzer, Mausbesitzer. Wer hier ist der Erstbesitzer? The house owner or the mouse owner? Who is the first owner? Yunus Emre, mashallah, ein ganz großer Derwisch. Er hat sich mal als Derwisch bezeichnet. Der träge Derwisch. Dabei war er ganz großer Meister in der Spiritualität, spirituellen Welt und Religion. Yunus Emre, mashallah, a great dervish and a great Sufi, and he was known so much as a dervish, was a great saint. Und er sagte, Hausbesitzer, Mausbesitzer. Wer hier ist der Erstbesitzer? And he said, house owner or mouse owner, who is the first owner? Alles ist Lüge, alles ist Betrug. Lass dich täuschen, dann enttäuschen. Everything is a lie and a betrayal. If you let yourself be fooled, and you will be betrayed.
Oh ja, Leute, sagt, wem gehört diese Welt? So all you people ask, who does this world belong to? Und wenn wir fragen, wem gehört diese Welt, was ist in dieser Welt alles drin? And if we ask, who does this world belong to, what is inside this world? Wem gehören die Berge? Den Schweißer? Nein, keine Schwitzer. Die können schwitzen und schwitzen, aber die Berge werden ihnen nie wirklich gehören. Den Schwitzer. To whom do the mountains belong to? The Switzers, the Swiss. No, not the sweaty ones. Schwer, nicht? Mein Deutsch zu übersetzen. Wem gehören die Meere? To whom belong the oceans? Und die Menschen kämpfen, mein Meeranteil, dein Meeranteil. Was für ein Meeranteil? And people fight over to whom belongs part of the oceans. And they say, it's my part of the ocean, or it's my part of the ocean, but Wem gehört die Luft? whom does the air belong to? So und so viele Luftmeilen gehören mir, so und so viele Luftmeilen gehören nicht dir. So. So and so many miles belong to me, and so many miles don't belong to you. Sagt, wem gehört die Welt? Tell me, to whom does this world belong to? Kennt einer den Besitzer dieser Welt? Does anyone know the owner of this world? Da gab es 4. 2 Gläubige und 2 ungläubige Tyrannen. 2 gläubige Sultane, Propheten, Salomon und Alexander der Große und Nebukadnezar und Niron. Niron? Nein, Nimrod. And there were four great rulers of this world. 2 were believers, 2 were non-believers. 2 were sultans, 2 were tyrants. The 2 sultans were Solomon a.s. and Alexander the Great. And the tyrants were Nimrod and Nebuchadnezzar. 2 Ungläubige, die sich zum Götzen erklärt haben diese Welt beherrscht und sie haben behauptet, sie würden Herr dieser Welt sein. Je nach ihrer Zeit, zu ihrer Zeit. Und 2 große Propheten, Salomon und Alexander der Große, nicht der Makedonier. And the 2 tyrants, they called themselves to be gods, idols in this world, and made everybody worship them, and they ruled this world according to their time. And the other 2 were prophets. Well, one was Solomon and the other one was Alexander the Great, but not the man from Macedonia. 2 gläubig, 2 ungläubig. Wo sind sie nun hier? Wo sind sie jetzt? Sie alle haben behauptet, ich herrsche in dieser Welt. To believers and to non-believers, both, all of them claimed that they are the rulers of this world, that they own this world. Aber die 2 haben behauptet, ich herrsche im Namen meines Herrn. Er ist der Besitzer dieser Welt und ich der Verwalter. Die 2 haben behauptet, uns gehört diese Welt, in unserem Namen herrschen wir in dieser Welt. Das waren die Ungläubigen. 2 claimed that this world belongs to one, and that they're just the deputy, that they're just taking care, and they were believers. And the other 2 claimed that we are ruling this world in our name, and they were the non-believers. Wo sind sie jetzt? Where are they now? Ob gläubig oder nicht gläubig?
believers or non-believers, doesn't matter. Wo ist diese Welt? Wo sind sie? Where is this word and where are they? Und wenn sie irgendwo hingegangen sind, warum haben sie diese Welt nicht mitgenommen? Sie haben ja gesagt, die Welt gehört uns. And where are they now? And even though they claim that this world belongs to them, where is that world now? Did they take it with them or not? Oh ja Leute, diese Welt hat viele Leute gekannt, die behauptet haben, uns gehört diese Welt. Mir gehört diese Welt. Und diese Welt hat all diese Leute verschwinden lassen aus der Existenz. Oh, you people, there were so many that claimed that this world belongs to them, this world belongs to me. But what happened? What did this world do? They made them vanish and going out of existence. Und dann hat gefragt, die Welt hat die Frage gestellt. So, wer behauptet, mich zu besitzen? And then the world asks, well, let me see, who claims now Wer that will I mich belong to? beherrschen? Who wants to rule me? Ich habe sie alle runtergeschluckt. I gobbled them down, I ate them, Und dabei habe ich mich nicht mal verschluckt. and Alles runtergeschluckt. it didn't get into the wrong tube. I took it all down In eine Black Deep, into schwarze Loch, into, reingestopft. Weg sind sie, ich bin aber immer noch da. into a black deep hole, very, very down deep, but I'm still here. Wer behauptet hat, ein Recht auf mich beansprucht hat, Recht über mich, an mich, ein Recht an mich beansprucht hat. ein Recht an mich beansprucht hat, der hat all sein Recht mir überschrieben und musste gehen. And everybody who claimed to have a right over me gave their right to me, and then that happened. Und wenn er nicht überschrieben hat, ich habe sie mir wieder einfach zurückgenommen und dem verschwinden lassen. Kick out. And even if they didn't give me their right, I just took their life and kicked them out. Hausbesitzer, Mausbesitzer. Wer ist hier der Erstbesitzer? House owner or mouse owner? Who is the first owner? Dieses Haus hier. Wem gehört dieses Haus? This house here, who does it belong to? Uns. Wem hat es vor uns gehört? Das hier ist die Frage. Wir kennen, das war der und der Sheikh. Gut, wen hatte vor ihm das Haus gehört? Us, Sheikh. But whom did it belong to before us? Well, this and this person, well, but whom did it belong before them? Jesus, Friede auf ihn. Mein Bruder Wolfgang. Jesus, alayhi salam, my brother Wolfgang. Wolfgang möchte gerne ihn kennenlernen, Jesus. Und ich habe ihm versprochen, ich werde dich bekannt machen, wenn die Zeit gekommen ist. Euch vorstellen. And our brother wants to really, really meet Isa alayhi salam. So I told him, well, I will make you acquaintance. I will get you, both of us, to get. Aber sei nicht schockiert, wenn du ihn in Turban siehst. But don't be shocked to see him in a turban. Hast du ihn auch dann so lieb, dann hast du ihn wirklich geliebt. Will you then still like him? Then you will really, really would have liked him and loved him. Egal was der Geliebte einen Anzug trägt, wenn man liebt, liebt man. No matter what suit they were, if you love them, you love them. Und Jesus, Friede auf ihn, war auf einer Reise, war müde und wollte Rast machen.
And Jesus alayhi salam was on a journey and got tired and wanted to take a rest. Ging in einen Garten rein, unter einem Baum, wo Schatten war, und legte sich hin. Kaum hatte er sich hier hingelegt, kam jemand schreiend auf ihn zu. And he went into a garden under a tree, and when he was about to sleep, someone came running to him and was screaming at him. Kennst du die Geschichte, Wolfgang? Do you know that story? Ich weiß es noch nicht genau. In ähnlicher Gut, Form folge vielleicht. mir. Well then, follow me. Folge die Spuren jetzt hier, dann weißt du, ob du kennst oder nicht. Follow those steps I lead, and then you will know whether you know the story or not. Kaum hatte er sich da auf den Rücken gelegt, kam jemand, der schreiend hier auf ihn zu. Weg da! Ist mein Platz. When he was about to lay down on his back, suddenly someone came screaming and running to him and said, "Go away, this is my place. Weg da, das ist mein Baum. Go away, this is my tree. Weg da, das ist mein Boden. And go away, this is my earth. Weg da, das ist mein Garten. And go away, this is my garden." Jesus machte sich wieder gerade und sagte, wer bist du? Oh Mann. And Jesus was getting up again and asked him, "Who are you, man?" Und dieser Mann sagte, ich bin der Besitzer dieses Landes, dieses Gartens. And he said, "I'm the owner of this garden, the owner of this earth. Und du hast kein Recht hier, ohne meine Erlaubnis, hier dich auf den Rücken zu legen. And you have no right nor any permission to lay down on your back on this piece of earth." Gehört wirklich dir dieses Land, fragte Jesus. Does this piece of earth really belong to you? Jesus alayhi salam asked this man. Woher nimmst du dir das Recht zu behaupten, dass dieses Land dir gehört? Where do you take this notion to claim that this land actually belongs to you? Und er sagte, oh ihr alle Erstbesitzer, steht auf. Und plötzlich ganze Boden, die Erde hier bebte und bewegte sich und dann wie Zombies kamen Leute daraus. Aus allen Ecken. And then Jesus said, all you first owners, come up again and show yourself. And then suddenly the earth was moving and starting to crumble and to rumble, and suddenly all first owners came like zombies. Hunderte von Leuten, die Abertausende Jahren, die vor dort gehaust haben, kamen alle aus der Erde raus. Hundreds of people that were owning this place for thousands and thousands of years came up in this piece of earth. Und fragte Jesus, oh ihr Leute, sagt, wem gehört das Land? Und alle fingen an hier sich zu schreien, mir. Und jeder hier und die Ex-Toten jetzt, fingen an, so wie sie wieder auf der Erde waren und aus dem Grabe raus, fingen an, sich zu streiten und zu kämpfen miteinander. Mehr, mein, nein, nicht dein, ist mein und so weiter. Ein Boxring. And then Jesus alayhi salam asked everybody who came up again, so whom does this piece of earth belong to? And they would say like, me. And then they started to have a fight once they came up to this piece of earth and had a Kaum fight. waren sie wieder auf der Erde, aus der Erde raus, haben sie sofort vergessen, wo sie drin waren. Die Welt hat sie wieder verzaubert, verführt und bumm, gab wieder einen Krieg für diese Welt. And as soon as they got onto this earth and left their graves, they started to have a fight over the world they were back on again.
Und Jesus sagte, ich habe verstanden. Hast du auch verstanden? Otto, der behauptet hier, dieser Garten würde ihm gehören. Und der Mann war schon hier in Ohnmacht gefallen. And then Jesus said, well, I understood, everything is okay. Well, did you understand? And turned to the one who claimed to have owned this piece of the, who already fainted and was lying, not conscious anymore. Und Jesus stand auf und zog weiter. So Jesus got up again and went on. Sagt, wem gehört diese Welt? So tell me, who does this world belong to? Und wir fragen ganz allumfassend. Wir fragen jetzt nicht mehr, wem gehören die Berge, wem gehören diese Luft, Meere und, was alles hier in der Erde existiert. Wir sagen einfach, all inklusiv, wem gehört diese Welt? So we ask again, who does this world belong to? But we don't being specific about the mountains, the air, or the oceans, etc. But we mean everything. Who does this world and overall Länder, everything that belongs to? Länder kämpfen gegeneinander. Mein Meeresmeilen, sagt man das so? Mein Luftmeile, also Luftraum, so und so viel Meilen, mein Luftraum, so und so viel Meilen, mein Meeresraum und so viel 1000 Quadratkilometer, mein Landstück. Und die Menschen kämpfen miteinander. And countries are waging war about pieces of land, pieces of water, about miles up in the air, miles in the country, miles in the oceans, and people are fighting over that. Wie viele Könige in dieser Welt haben aus eigener Tasche Paläste bauen lassen. Das war ihr Geld und ihr Haus. Wem gehört dieser Palast nun? Dem Volke, sagen sie. Woher nimmt das Volk den Anspruch hier, diesen Palast hier, des einen Mannes, der aus der eigenen Tasche bezahlt hat, hier für sich zu beanspruchen? Wo ist die Gerechtigkeit? So many kings built palaces and everything out of their own pocket and died, and now who's living there? People, and they claim, but who gave them the right to live there in a house that somebody else built out of their own pocket? Im Namen des Volkes beschlagnahmt. Aha, wenn man sagt beschlagnahmt, ist schon hier beschlagnahmt. Also da ist keine Gerechtigkeit. Da ist eine Machtausübung, eine Kraftausübung, und wer stärker ist, nimmt sich das Recht. Stimmt, Wolfgang? Ja. So where is justice? And they were, in the name of the people, we claim this palace to be ours. So where is justice? Justice means power. So the one who's got power has got the right to claim. Diese Kriege enden nie, solange es hier in dieser Welt zwei Menschen gibt. Those wars will never end as long as there are two people in it. Die behaupten hier mein Recht, dein Recht. That claim this is my right or your right. Solange diese beiden Menschen nicht sagen, zur Besinnung kommen und sagen, sein Recht, wird es immer Krieg geben. For as long as those people, those two, don't understand that this is not their right, but that it is his right, there will still be war, and it will never end. Weder dein Recht noch mein Recht, sein Recht. Neither yours nor my right, it's his right. Niemand fragt nach seinem Recht. Nobody asks for his right. Solange man immer nach seinem Recht, Eigenrecht fragt, gibt es Krieg. For as long as nobody asks for his right, there will still always be wars. Dabei, wer macht das? Diese Copyright. Wenn da irgendein Produkt auf dem Markt ist, da steht Copyright, oder?
So who was the one who started Wer with macht copyright? Because there are products on the market where they say das? it's Was ist copyright. das für ein Zeichen, Wolfgang? What a sign is that? Ja, von dem Urheber, das Urheberrecht. Urheberrecht. So, jetzt sind wir dran. Nochmal die Frage, wem gehört diese Welt? Urheber. Wer hat sein Zeichen daran gesetzt? Copyright. Wem gehört die Urheberrecht dieser Welt? So copyright means who owns the first right to something. So that is the main point. Made by Allah Almighty. Brauchst du nicht übersetzen? Made by Allah Almighty. Diese Welt gehört dem, der sie erschaffen hat, Wolfgang. This world belongs to the one who created this world. Denkst du, dieses Möbelstück hier kann sagen, hier, das ist mein Haus? Do you think this piece Ich of lebe hier. furniture can claim this is my house? Aber wer auf Tierstufe ist, wer noch ein Tier ist, dieses Tier kann behaupten, ein Tier kann behaupten, ist mein Haus. Schau dir die Katze an. If you're on a level of animals, yes, you can claim that this is your house. Wenn, Look, for example, at the cat. wenn eine Katze hier ist, im Haus, dann kommt eine andere dazu, gibt's Krieg. Warum? If there's a cat in this house, another cat will come along and they will start a fight. Why? Sogar sanftmütigste Katze, die träge ist und faul und steht nicht auf von seinem Platz, solange eine andere Katze drin ist, zeigt Krallen. Even the softest to the touch or the laziest or non-moving cat, as soon as there's another cat in the house, it's all scratchy. Was sagt die Katze zu dem anderen Katze? What does the cat say to the other cat? Mein Haus, mein Maus. My house, my mouse. So. Hausbesitzer, Mausbesitzer. So house owner, mouse owner. Wer hier ist der Erstbesitzer? So who is the first owner? Allah Almighty. Malik al-Mulk. Das ist sein im Grundbuch Gottes geschriebene Name. Malik al-Mulk. Allah Und, was Almighty. sagt man da? Allah Almighty. The main owner of this world. It's written in the book of property. Auch diese Welt hat sein Grundbuch. Ein Grundbuch. Und in diesem Grundbuch steht geschrieben der Name Malik al-Mulk. And even this world has a book of property, and there it is stated Malikul Mulk. Und sogar diese ganze Schöpfung, das Universum und all die Universen, die kein Auge aufnehmen kann, kein Verstand auffassen kann. Alles gehört zu diesem selben Person. Malik al-Mulk. And even all this universe, or all universes that no eye or no mind can take in, have got all the same owner, Malikul Mulk. Was bedeutet Malik al-Mulk, Wolfgang? So Ja. what Das weiß ich nicht. does Malikul Mulk mean? Das Kaiser schreibt gleich jetzt. Malik al-Mulk bedeutet der Herr des Besitzers. Wer der Herr des Besitzers ist, dem gehört das Besitz. So Allbesitz. So what does it mean? Malikul Mulk means the owner of it all, the lord of everything. Diese Welt, der Kampf um diese Welt, um
um Besitz dieser Welt. Auch das wird ein Ende haben, Wolfgang. Alle Streithähne werden nicht mehr da sein. Und wenn einer da ist, wird Allah auch diesen wegschatten. Und diese Welt wird aussterben. And these wars, where everybody's fighting over this world, will end at some point. And even those who are fighting, they will go away eventually. And this world will go away eventually, will cease to exist. Wir haben so viele Kriege gehört. Vor Erster Weltkrieg, vor Zweiter Weltkrieg. So viele Kriege seit Adam. Sie sind alle weg. Und auch über unsere Kriege, was jetzt stattfindet in dieser Welt und was stattfinden wird, Dritter Weltkrieg. Eine unvorstellbare Größe von Krieg, was die Welt nie zuvor gesehen hat. Nuklearkrieg. Armageddon. Und auch das wird kommen und gehen. Und wird berichtet, es gab mal so und so viele Kriege. Also die Welt ist Zeuge für so viele Kriege wegen Herrschsucht. And there are so many wars before us. There was the Second World War, First World War, and so many wars until the time of Adam alayhi salam. And there's going to be a Third World War. And it's going to be unimaginably big and great and terrible. And it's going to be a nuclear war. But still, at some point, it will also be a war that's begun and everything will end. Es wird nicht so endlos gehen, Wolfgang. Es wird ein Ende haben. Allah wird ein Ende setzen. Diese Streitigkeit. Wer hat Recht? Wer ist der Besitzer dieser Welt? And you might think that these wars will never end, but there will be an end to it. Allah will make them stop. Und es kommt die Apokalypse. And then apocalypse will come. Alles wird sterben. Die Welt wird sterben, Mars wird sterben, Venus wird sterben, alles, es wird keine leuchtende Monde und Sonnen und Sterne geben. And Alles wird sterben. And the apocalypse will come. Everything will die. This earth will die. Mars will die. Venus will die. All planets will die and cease to shine. Und der Erzengel, der Todesengel Azrael wird seine größte Aufgabe, Todesmission bekommen. Töte alles, was existiert. And the archangel of death, Azrael salam, will get his greatest mission of them all, to kill everything that is in existence. Wird alles töten auf Erden und über die Erde. Es wird keine Tiere geben, keine Berge geben, keine Meere geben, keine Bäume geben, kein Wesen geben. Und wird sagen, oh Allah, ich habe sie alle getötet. Alle? Die Engelwelt habe ich nicht eingetragen. And there will be nothing. He will kill everything in this world, everything above this world. There will be no more mountains, no more animals, no more plants, no nothing. And then he will come to Allah and say, I killed them all, I killed everything. He said, everything? Well, the world of the angels, I didn't. Töte auch die Engel. Und wird beseitigen. Well, then kill the angels as well. And then he will eventually kill the world of angels as well. Und der Herr wird ihn wieder fragen, wer ist übrig geblieben? And then the Lord will ask him again, who is left? O Herr, o Allah, du bist mein Herr, ich bin dein Diener. Nur du und ich. And then he will say, oh my Lord, I'm your servant, only you and I are left. Das geht nicht, wird der Herr sagen. Es kann nur den einen geben. Töte dich selbst. Der erste
das erste Wesen geschöpft, das ein Recht hat, Selbstmord zu begehen, und das ist erst Todesengel Azrael. Der hat das Recht des Selbstmordes. Er darf das. Er muss es sogar tun. Selbstmord. And then the Lord will say, well, that's not right. There can only be me, so kill yourself. And He is the first in all of this creation to get the right to actually have the order to kill Himself. Es kann nur den einen geben. Because there can only be one. Töte den auch noch, der tödlich ist. So kill the one who's actually lethal. Töte den, der sterblich ist. Du kannst auch nur den töten, der sterblich ist. Kill the one that's mortal, because you can only kill those who are mortal. Und unter uns beiden, oh mein Engel, bist du der Sterbliche. And between the two of us, you, angel, are mortal. Und mich kannst du nicht töten, und es kann nur den einen geben. Töte dich selbst, sodass es nur mich gibt und sonst keinen. And me, I cannot be killed, so kill yourself, because there can only be one. Hast du sowas schon mal gehört, Wolfgang? Have you ever? Niemals. Sogar der Papst hier, wenn er nicht hier müde wäre und schlafen gelegt hätte, sich jetzt in seinem Vatikan-Schlafzimmer, hätte er interessiert zugehört jetzt, was da alles so passieren wird. Wie das so alles passieren wird. And have you ever heard about this? Nobody's ever heard about it. Even the Pope, who, if he wouldn't have gone to sleep already, would have sit in his living room in the Vatican and listen closely. Und dann wird eine Stille geben. Eine unbekannte Zeit lang. And then there will be silence for an unknown period of Nichts time. bewegt sich, alles in Finsternis. Nothing will move and everything's in darkness. Und dann wird eine Stimme sich erheben und fragen, wer hier ist der Besitzer des Besitzes? And then a voice will ask, who's the owner of the own? Wer ist Malik al-Mulk? Who is Malik al-Mulk? Keine Antwort. Da ist niemand, der antworten kann. Es wird wieder eine unbekannte, lange Zeit vergehen. Es ist die Todesstille. And then it will ask, who is Malik al-Mulk? And then for a long time there will be silence, nothing will answer. Dann kommt wieder diese Frage, wer ist Herr des Besitzers? And then again the question will come, who is the owner of the ownership? Keine Antwort. Es gibt da niemanden, der antworten kann. Todesstille. No answer, because there is nobody to answer. And this is silence, of a deadly silence. Dann dritter Mal nach einer unbekannten Zeit lange Zeit. Das sind tausende Lichtjahre Zeit. Die Stimme. Wer hier ist der Herr des Besitzers? And then for a third time, this voice will ask again, who is the owner of the ownership? After thousands and thousands of light years. Allah, der Herr, wird sich selbst die Antwort geben. Allah, der Malik al-Mulk ist. Der Besitzer allen Besitzes ist. Allah. And then Allah Himself will answer His question. It's Allah who's Malik al-Mulk, the owner of everything. Oh ihr Leute, die Tradition aller Propheten war so, von Adam bis Sena Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, steht auf ihn allen. Wenn sie von einem Ort zum anderen gezogen sind und sich niedergelassen haben, Wolfgang, die haben ein Haus gebaut. And there's the tradition with all prophets from Adam alayhi salam until Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam that whenever they were on a journey and took a rest on a Und place, they built a house. es war ein Befehl, bau mir ein Haus. And it was an order, build me a house. Und dieser Befehl war, bau dir ein Haus. Dieser Befehl war, bau mir ein Haus. And the order wasn't build yourself a house, it was the order build me a house. Und immer bevor die Propheten für sich selber ein Haus gebaut haben, das erste Haus, was gebaut wurde in diesem Niemandsland, war Gottes Haus. And the order was before they ever built a house for themselves. Weil It was a ihm house gehört for und ihm gebührt alles Besitz. They built a house for him, for the Das Lord war in ein Symbol Neverland. und Zeichen. Hab keine Angst, der Übersetzer. Ich muss nochmal neu. So, before they built a house for themselves, they had to build a house for the Lord in this Neverland. And that was an order given by the Lord to them. And they couldn't do anything else. It was a tradition with all prophets. Bevor sie sich selbst ein Haus gebaut haben, haben sie ein Haus gebaut, ein Gotteshaus. Das Erstrecht gehört Allah. So before they built their own house, they built a house for the Lord, a house of worship, because He's the first right to have a house. Und es ist ein Zeichen zum Verstehen für uns Menschen, normale Menschen, wie wir uns hier so bewegen und was wir alles zu behaupten haben. Wir haben gar nichts zu behaupten. Wir haben einfach uns zu fügen, was kommt, anzunehmen, was geht, loszulassen. And this is a sign and evidence to us to understand what to claim, what to say, which means that we've got nothing to claim, nothing belongs to us. That what comes, we let it come, what goes, we let it go. Versteht, versucht zu verstehen. Schaut, es gibt so viele Grabschändler, die sich den Namen, intellektuellen Namen sich gegeben haben, Archäologen. Das sind Grabschändler. Das sind sie. In Wirklichkeit. Eddie. And see, there's so many people, tomb raiders, that claim, that tell themselves that they are archaeologists, but they're actually just tomb raiders. Glaubt ihr mir nicht? Schaut mal, was sie für eine Arbeit tun. Don't you believe me? Look at what work they do. Wir holen Gräber daraus. They take out tombs. Ruheunstifter oder sowas. Wie heißt das? Hausfriedensbrecher. Hausfriedensbrecher. Die sich so hier groß tun als hohe intellektuelle Philosophen, Akademiker, Archäologen. Alles gelogen. Das sind Grabschändler. Die studieren, wie man Grabe schändet oder sowas. They are actually just invading homes, even though they call themselves to be great intellects and archaeologists, but they're all just liars because they're just raiding tombs, invading houses that they don't belong to them. Das ist aber eine Weisheit, dass es solche Menschen gibt, die hinter Gräbern sind. Was wollen sie? Die Schätze rausholen, was die einen vor ihnen mitnehmen wollten von dieser Welt. Mein Schatz gesagt haben und mit zum Grab genommen haben. And there's a wisdom behind that, because what they're actually raiding is all the treasures that those people before that in those houses trying to take with them when they left this world but couldn't. And they are raiding those tombs to get those treasures. Und dann kommen einige Leute mit einer Lizenz zum Grabschänder
Erlaubnis, offizielle Erlaubnis zum Grabschänder, Diebstahl. Sie dürfen das offiziell und sie graben da und sagen, oh, hier liegt ein König, der alles mitnehmen wollte von dieser Welt, weil er nur hier eine Zeit lang geherrscht hat und behauptet hat, diese Welt gehört mir. And there are even those who've got a license to raid tombs and to misuse graves, and they dig up kingdoms and kings' places and say, oh yeah, that king that tried to own the world and tried to take everything with them and tried and claimed that he owned the world. Ramses II, Ramses III, Ramses IV, Ramses I, Ramses II und so weiter. Es hört nicht auf mit Ramses. And there are so many Ramses, 2, 3, 4, 5, it doesn't matter, so many counts. Und sie werden so entdeckt im Grabe hier, mein Schatz. Wolfgang, schau mich an. Und dann kommen die Grabesschänder. Weg, da hacken die Hände. Unser Schatz. Dein Schatz, mein Schatz. Unser Schatz. And those pharaohs trying to keep, they are being found in the tombs, like hugging their treasure, saying, my treasure, my precious. But actually those archaeologists come and say, well, my treasure, your treasure, my treasure. Dank, dieser Schatz gehört nicht mehr Ramses 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt gehört das den Archäologen oder Museum. And then the treasure doesn't even belong anymore to Ramses 1, 2, 3, 4, 5, but actually belongs to the archaeologists, the museums. Dann kommt ein Erdbeben und das ganze Land hier geht unter die Erde. Auch das Museum mit diesen Goldschätzen von Ramses 1, 2, 3. And then there's an earthquake and it takes down everything in this Staub country. drauf. Even those museums. Dann vergehen Jahrhunderte, Wolfgang. Staub drauf und dann vergehen Jahrhunderte. And then dust, it's being covered with dust and hundreds of years pass on. Dann kommen neue Archäologen, Menschen, neugierige Menschen. Und die suchen und finden dieses Museum mit Goldstücken. Oh, antike Museum aus so und solcher Zeit. Und das geht weiter. Bis wann? Bis Allah sagt, stopp. Stop it. Stop it for stupid. Kennst du stupid? Ja. Stop it the stupid. Woher kommt das hier? Das ist eine himmlische Inspiration. Ich kann ja kein Englisch. Aber pass gut. Hey, sag mich an. Was Fisch. Guck mal, dein Vater schläft nicht, er ist älter als du. Aber fast. And some time passes on, and then again, people come and dig up those museums, those antique museums, and say, ooh, look, there were museums who've got treasures, and they take the treasures again and raid their museums, and it goes on and it goes on and goes on until Allah says, stop. Also, Leute, sagt, Hausbesitzer, Mausbesitzer, wer hier ist der Erstbesitzer? So you people say, house owner, mouse owner, who is here the first owner? Allah. Es ist alles sein Besitz. It's Allah. Everything is. Sagt Allah, es gehört alles ihm. Say Allah, everything belongs to Him. Es gibt nur ihn. There is only Him. Wir würden mit dem Vater.